Ja, moin zusammen und willkommen in der Rancor-Höhle zu einem weiteren Video von mir. Wir hatten uns ja in einem meiner letzten Videos über den Hersteller Riddle unterhalten und heute geht es wieder um eine etwas, ja, spezielle Kombination aus einem Hersteller, der sonst für andere Sachen bekannt ist, und dem Thema Star Wars. Ja, der heutige Hersteller, Anbieter, Vertriebler ist The Bradford Exchange, die eher bekannt dafür sind, diese Untermarke Hawthorne Village Collection zu machen. Was ist das? Das sind diese, ja, kennt bestimmt der eine oder andere, das sind diese ja, etwas kitschigen Deko-Weihnachtsdörfer, die man sich dann in die Hütte stellt, wenn es dann wieder Richtung Weihnachten zugeht. Und da gibt es auch eine ziemlich große Sammel-Community. Keine Panik, darum wird es jetzt hier nicht gehen. Es ist tatsächlich allerdings auch so, dass man da sich eine Lizenz von Lucasfilm geholt hat und ja, einen etwas merkwürdigen, aber doch schon sehr interessanten Hybrid rausgebracht hat. Ich bin damals da mehr zufällig drauf gestoßen, als man ja wieder die wilden Weite des Internets durchforstet hat. Und ich glaube, es war eine Cantina oder irgendwas was anderes in der Richtung, was ja, mich sehr überrascht hat. Wie gesagt, das habe ich aber noch nicht gesehen. Und ja, wie ihr ja schon mitbekommen habt, ich bin ja auch ein Sammler, was Lord of the Rings Statuen und Collectibles angeht und mag da ja auch diese, ja, ich nenne es mal architektonische Serie, also diese Environments, sprich Gebäude oder Umgebungen, Schauplätze als kleines Diorama. Ja, und im Endeffekt war es genau das, was Bradford Exchange da rausgebracht hat. Das war in den USA wohl ein Abo-Modell, ne, ähnlich wie man es von diesen De Agostini Sammelfiguren, Helme, Fahrzeuge, Schachbretts, gibt's da ja auch sowas in der Richtung gibt, angeboten wurde, dass man da, ich glaube, im Monatsrhythmus immer einen von diesen Environments bekommen hat. Aber ich habe da natürlich bin ich da nicht auf den Zug aufgesprungen. Das ist, glaube ich, auch da schon längst abgelaufen gewesen und lief immer nur noch weiter durch, sogar bis zu Episode 9. Also die werden wohl nicht mehr nachproduziert, aber das, was da ist, wird wohl noch ausgeliefert. Allerdings gerade die ersten Sets bekommt man nach wie vor für kleines Geld auch sehr gut auf dem Zweitmarkt. Und da habe ich mir im Laufe der Jahre halt das eine oder andere rausgepickt und ja, dann begeben wir uns heute erstmal auf den Weg nach Tatooine. Ja, und da haben wir jetzt halt den ersten Teil meiner Galactic Village Weihnachtsdorf-Kollektion. Wie ihr seht, es musste natürlich mit Tatooine zu tun haben und erst recht mit Jabba, ja, wie auch in dem Scout-Video schon erwähnt. Return of the Jedi, mein absoluter Lieblingsfilm. Und ja, wenn es wirklich einen Fokus im Star Wars-Bereich, was meine Sammlung angeht, ist es, wie ihr hier sehen könnt, alles ja, sehr Jabba's Palace-lastig. Und deswegen durfte der eigentliche Palast natürlich auch nicht fehlen. Mit dem hat es ja, angefangen, was die drei angeht. Zu dem Rest komme ich zum anderen Zeitpunkt in einem anderen Video nochmal zu. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist Kunststoff, es ist hohl. Also jetzt nicht, dass man da sehr viel Gewicht dran hat, aber wirklich auch sehr schön gemacht. Man sieht hier die entsprechenden Türme, der Entwurf ganz toll eingefangen. Auch hier der kleine Hangar, wo die Segelbarke rauskommt, geparkt wird, gewartet wird. Wirklich sehr schön von den Details her, auch hinten. Ja, absolut toll gemacht das Ganze. Bindet sich und blendet sich super in die restliche Sammlung ein. Hier sieht es auch nochmal von Collection Galactic
Village Collection. Und wie ihr da schon seht, ist hier eine Klappe und hier auch ein entsprechender Anschluss. Ja, wofür ist das? Wie es sich für ein Weihnachtsdorf gehört, sind die natürlich auch beleuchtet. Es ist ein kleiner Gag, man benutzt den immer mal gerne zwischendurch. Ich habe es jetzt meistens so in der Vitrine einfach stehen. Aber das ist schon sehr süß gemacht. Neben Jabba's Palace haben wir auch das Sarlacc Pit Monster. Leider natürlich nicht das klassische, sondern ihr seht hier, das ist die Variante aus der Special Edition mit diesem CGI-Kopf. Und, falls ihr ihn schon gesehen habt, versucht da gerade der gute Boba Fett aus dem Sarlacc Pit zu entkommen. Auf jeden Fall eine sehr schön gemachte Szene. Auch von der Bemalung her wirklich, wirklich, ja, nettes kleines Collectible und auch mal was anderes. Auch hier haben wir eine Leuchtfunktion. Da könnte man jetzt über Sinn oder Unsinn philosophieren, weil warum soll der Sarlacc aus dem Schlund leuchten? Aber gut, es musste wahrscheinlich halt einfach eingebaut werden und ja, dann hat man es halt so verwendet. Ist definitiv ganz nett gemacht, wenn der Raum abgedunkelt ist, dass da so ein bisschen Licht schimmert, hat so ein bisschen was, ja, gespenstisch, bedrohliches vielleicht oder soll es haben. Gut, ne, ist nett, aber mehr auch nicht. Ja, und last but not least, eins meiner Lieblingsvehikel aus der gesamten Trilogie, die Sail Barge, die Kitana. Auch sehr schön gemacht. Mit etwas, man hat hier etwas weiches Material für die Segel benutzt. Auch vom Paintjob her wirklich sehr, sehr schön gemacht. Natürlich klar, nicht ganz authentisch. Auch hier, man hat halt hier ein durchsichtiges Plastik genommen, bringt einerseits Stabilität und zweitens reflektiert es die Beleuchtung ein wenig. Apropos Beleuchtung, ich habe leider in der Vorbereitung für dieses Video festgestellt, dass ja, irgendwie die Elektronik da ein bisschen spinnt. Ich muss da mal die Kontakte säubern. Kann es euch also jetzt so nicht demonstrieren, aber im Endeffekt leuchtete es jetzt hier, ja, da vorne ist so eine kleine Luke und da scheint das Licht letzten Endes durch, was sich dann so ein bisschen an diesem Oberdeck verteilt hat. Ja, aber auch so als Sammlerstück schöner Maßstab, definitiv nicht zu mickrig. Ja, habe ich zusammen mit dem Sarlacc Pit in einem eigenen Vitrinenfach normalerweise hier hinter mir präsentiert, um das Ganze thematisch so ein bisschen einzuordnen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Stück, was ich so in der Form auch nicht mehr in der Sammlung missen möchte.
Ja, aber ich habe noch was vergessen, denn bei allen Sets oder zumindest bei fast allen befand sich auch immer ja eine kleine begleitende Figur mit im Lieferumfang. Da ich das eine oder andere Stück, beziehungsweise eigentlich alle Stücke Gebrauch gekauft habe, waren die jetzt nicht immer dabei. Beim Palast aber, das will ich euch nicht vorenthalten, war dieser, ja nicht ganz maßstabsgetreue, aber für die Größe wirklich schön gemachte Jabba the Hutt dabei. Ist ja jetzt nicht so, dass man ein paar Jabbas seinen eigenen nennt, aber jetzt hat man wirklich von Mikrogröße bis zu dem 1 zu 6er von Sideshow hat man das alles abgedeckt. Wirklich, wirklich schön gemacht, mit Liebe zum Detail. Ja, definitiv eine nette Dreingabe und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. So, das war mein erstes Video zum Thema Bradford Exchange, Hawthorne Star Wars Galactic Village Collection. Wie gesagt, diesmal ausschließlich Tatooine. Ich habe noch ein zweites Video in der Pipeline, was demnächst kommen wird. Ich sage so viel mal dazu. Es wird nach Endor und nach Dagobah gehen. Also, bleibt dran, abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Ich würde mich wie immer über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch die Glocke anklicken für Benachrichtigungen, sobald ein neues Video online geht. Ja, danke fürs Zuschauen, bleibt sammelwütig und denkt dran, wer spinnt, hat mehr vom Leben.